Ja, hallo Technikfreunde, wir aus dem Hause Napoleon freuen uns, dass wir im Gear Review von David mit dabei sind. Viel Spaß! Was geht ab? Herzlich willkommen zum dritten Teil des Gear Reviews zum RS2. Heute geht es um den Fokusmotor. Der Fokusmotor ist Teil des Combo Pro Pakets und sorgt dafür, dass ihr eure Objektive mechanisch bedienen könnt. Das funktioniert mit Hilfe solch eines Zahnradringes, welches ihr an dem Fokus oder auch am Zoom befestigen könnt, und dieses greift dann in das Zahnrad des Fokus oder Focus and Zoom Motors ein. Ist der Motor einmal per USB-C mit dem Gimbal verbunden, so lässt sich euer Wunsch nach Fokus ziehen oder Zoomen durch einen separaten Control-Ring oder den am Gimbal angebrachten Fokus-Pullers realisieren. Klingt soweit ganz einfach. Kommen wir zur Montage. Das sind also die Einzelteile, die uns zur Verfügung stehen, den Fokusmotor am Gimbal zu befestigen. Aller Anfang ist diese Platte hier, die man dazu verwenden kann, vorne das Ganze erweitern zu können und somit hier etwas Neues zu montieren. Was das ist hier dieses Rohr. An diesem Rohr kann dann der Fokusmotor befestigt werden. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze direkt an eine erhöhte AK-Swiss-Platte zu machen. Erhöht, weil bisher verwendet habe ich diese. Das ist der Unterschied von der Höhe. Aber ihr seht, hier haben wir zwei M4 Schrauben. Ich halte es erstmal klassisch. Ich befestige das Ganze an die Grundplatte. Und ich zeige euch auch im Schnelldurchlauf, wie das Ganze vonstatten geht. Ein bisschen Bob der Baumeister. Aber dann hoffe ich auch, dass ein Setup für alle meine Objektive passt. Das hier wäre Version 1. Wir verlängern das Ganze hier vorne. Der Fokusmotor steht uns hier zur Verfügung. Nachteil, bei der Entfernung können wir den Fokusmotor nicht weiter, oder eher gesagt das Bracket hier nicht weiter nach hinten schieben, weil wir sonst diesen Verschluss blockieren würden. Zweite Version ist, wir drehen diese vordere Adapterplatte und befestigen das Rohr auf die andere Seite. Wie man hier sehen kann, so weit kommen wir dann nicht rein, weil das blöderweise genau auf derselben Höhe liegt wie unser Gimbal-Teil. Das heißt auch nur bis hier. Wieder festmachen. Und ja, natürlich auch wieder den Nachteil, dass dieses Rohr dann bis dorthin geht, wohin es auch geht. Und vielleicht noch zum Detail. Es gibt hier die Möglichkeit, das Ganze zu versetzen an 3 verschiedene Punkte. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man dann, hier gibt es ja insgesamt 6 Möglichkeiten, aber für die mitgelieferten Schrauben 3 Möglichkeiten, wie man das befestigen kann. Das heißt also, noch einmal ran an die Einzelteile und ein wenig Platz schaffen, so dass wir mehr Freiraum bekommen, um eventuell größere Objektive zu verwenden und mehr Clearance für die ganzen Einzelteile zu bekommen. Hier das Rohr an dem Verschluss und auch an dem Drehrad vorbeizuführen. Mein Problem bei meinen Linsen war zumindest, dass meine Linsen vom Durchmesser nicht dick genug sind, sodass, wenn ich das Ganze hier befestige, ich mit dem Fokusmotor nicht mehr an den Ring der Linse komme. Daher ist diese Version für mich unbrauchbar. Es gibt ja diese schöne erhöhte Platte, das heißt also dort können wir auch dran, wenn wir das Ganze hier zusammenführen. Das Ganze sieht dann so aus und wird dann hier befestigt. Probieren wir das mit der Kamera aus. Und die AK-Swiss-Platte bleibt natürlich, wenn ihr die Kamera vom Gimbal nimmt, an der Kamera fest.
und dadurch auch der Fokusmotor. Hat seinen Vor- und Nachteil. Ihr müsst das Setup nicht neu aufbauen, aber wenn ihr Handheld-Shots macht, habt ihr das Ganze natürlich im Weg. So, einmal montiert. Ihr seht, dass die Linse schon relativ stark bewegt wird. Das heißt, das Ganze ist nicht so fix. Hier ist natürlich ein Adapter von Canon noch mit drauf, aber so arbeite ich nun mal und möchte, dass das funktioniert. Abhilfe bei der ganzen Sache kann uns ein Teil, was dabei ist, geben. Und zwar dieses hier. Das stützt nach unten hin die Linse ab. Einmal montiert, schauen wir uns an, wie das Ganze mit dieser Stütze funktioniert. Und wir sehen bei der Bewegung, dass das Ganze nach unten hin abgepuffert wird. Nach oben. Ja, nach oben können wir das Ganze auch noch puffern. Da ist dieser Strap dabei, den finde ich persönlich etwas fummelig. Auch, dass ich das Ganze oben und unten jetzt befestigen muss, finde ich fummelig. Aber so sieht es nun mal aus. Wie verhält sich nun unser Zoom? Und ich glaube, man kann ziemlich gut sehen, dass die überschüssige Kraft des Motors nun durch Biegekräfte am Motor gepuffert werden und die Linse bleibt relativ starr. Ich möchte hier noch betonen, dass wenn wir softwaretechnisch einen A- und B-Punkt, einen Endpunkt festsetzen könnten für die Bewegung des Fokusmotors und somit seinen Wirkungsbereich limitieren könnten, hätten wir die Problematik gar nicht. Leider finde ich das im Menü nicht. Was ich aber im Menü finde, ist die Radgeschwindigkeitseinstellung und hier probieren wir mal die geringste Radgeschwindigkeit, das wäre 5 und wir sehen, mit einzelnen Swipes können wir im ganz präzisen Bereich die Linse bewegen. Stellen wir das Ganze mal auf 100, das wäre das schnellste und drehen auch nur einmal den Bereich des Zoom- und Scrollrates. Und wir sehen, wir können von 24 bis 70 mm komplett durchbrettern. Mit meinem Standard-Zoom von 24-70 funktioniert das Ganze also schon ganz gut. Jetzt stellt sich mir die Frage, was ist, wenn ich ein Teleobjektiv verwende? Hier das 70-210 von Tamron. Hier zeigt sich, mit dem aktuellen Setup kann ich den Fokus ziehen, das ist kein Problem, aber ich komme vorne nicht an den Zoom-Ring dran. Das heißt also, mit dem Setup würde es nicht für alle meine Objektive funktionieren. Baue ich das Ganze doch um und schaue, wie das dann aussieht. Das heißt also das Bracket nach vorne und ihr könnt sehen, ich komme mit diesem Setup problemlos vorne an den Zoom des Tele. Wie sieht es jetzt mit meinem Standard-Zoom aus? Auch hier durch eine kleine Modifikation passt's. Noch eine Herausforderung, aber ich glaube, ich werde das so auch nicht benutzen. Hier ist ein Weitwinkelobjektiv, einmal festgemacht und auch das Weitwinkelobjektiv würde mit ein bisschen Versetzen funktionieren. Was mir positiv aufgefallen ist, ist die Schraube am Fokusmotor. Die Flügelmutter lässt sich durch geringes Anheben versetzen, so dass, wenn man nicht ausreichend Platz zum Festziehen hat, man die Flügelmutter an einen anderen Ort bringen kann. Genug der Theorie, schauen wir jetzt in die Praxis. Hier haben wir den Fokusmotor tatsächlich als Fokus benutzt, also um den Fokus zu ziehen, nicht den Zoom. Wir stellen hier die Geschwindigkeit des Rates auf 15 ein und können dadurch ganz sanft den Fokus ziehen. Würden wir das von Hand machen, von Hand direkt am Objektiv auf dem Gimbal, hätten wir wahrscheinlich eher verwackelte Bilder. Deshalb muss man sagen, das klappt hier ganz gut. Ein Anwendungsbeispiel für den Zoom-Betrieb ist hier aus dem Grillbereich. Mögt ihr eigentlich grillen? Naja, zumindest habt ihr jetzt hoffentlich Hunger. Ich muss abschließend sagen, der Fokusmotor funktioniert für mich recht gut, funktioniert mit allen meinen Objektiven. Was mir wirklich fehlt als Funktion ist, dass man die Endpunkte, den A- und B-Punkt nicht setzen kann per Software. Das kann man wohl mit dem separaten
Fokusring, den man dazu kaufen kann. Das habe ich in der Anleitung so gesehen. Aber mit dem RS2 alleine geht es nicht. Aus dem Grund werde ich den Fokusmotor wohl eher selten verwenden. Ich finde es umständlich, den Strap zu montieren und dazu noch die Objektivhalterung. Nur so funktioniert er entlang der Endpunkte gut. Ansonsten ist wegen der fehlenden A und B-Punkte der Shot versaut. Aber wenn man wichtige Aufnahmen hat, lässt sich die Vielfalt der Aufnahmemöglichkeiten erweitern und es ist eine gute Wahl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Tipps habt zur Verwendung des Fokusmotors, schreibt sie gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal.